So, Leute, das sind 36 Kilo Fleisch zum Schinken machen. Hier haben wir den schönen Schwarzwälder ohne Haut, Schwarzwälder mit Haut. Dann gibt es hier, das sind große Tenderloins, heißt das bei uns, aber mit Haut wollte ich die diesmal haben, damit der Schinken saftiger bleibt. Ja? Und der wird halt mit anderen Kräutern als wie mit der Schwarzwälder gemacht, aber er wird auch schwarz geräuchert, ne? Also auf Schwarzwälder Art. Naja, in 2 bis 3 Wochen, dann ist er so weit, dass man den zum ersten Mal anschneiden kann. Jetzt muss er erstmal 2 Wochen lang in die Beize, ein paar Tage trocknen, dann nochmal 4 Tage räuchern und dann schauen wir mal weiter. Ne? Ja, die Schinkenwoche hat wieder angefangen. Also, hier haben wir gute 30 Kilo Schinken liegen, verschiedene Art. Jetzt mache ich die alle auf und wasche die. Und dann müssen die 2 Tage trocknen oder abhängen. Und dann werden sie geräuchert wieder 4 bis 5 Tage, je nach Qualitätsstufe und welcher Schinken ich mache. Das erzähle ich euch später. So, das Waschen ist vollzogen. So, hier haben wir mit Schwarte. Da haben wir einmal Schwarzwälder und Edelschinken. Da haben wir Schwarzwälder ohne Schwarze. Einmal Schwarzwälder mit und Lachsschinken. So, der Schinken hängt. Da hängen sie. 36 Kilo. Ja, verschiedenste Arten. Und da oben ist das Teststück. Warten wir mal ab. Ja, heute geht's mal wieder los mit Räuchern. Vorbereitet alles. Hat jetzt 14 Tage lang im Sud gehangen. Das sind jetzt 3 verschiedene Sorten. Unter anderem auch wieder Schwarzwälder. Und das hier ist mit Haut, habe ich gewusst, ist eine neue. Ich will mal was ausprobieren, was Neues mit anderen Kräutern, anderen Gewürzen. Und ich bin mal gespannt, wie es nachher schmeckt. Ne? Also die haben jetzt schön nachgebrannt, 2 Tage getrocknet. Und jetzt lassen wir mal räuchern. Ne? Legen wir mal los. Schön reinigen alles. Und das ist für den Ofen eigentlich kein Problem. Die Menge, das sind jetzt knappe 36 Kilo. Die müssen halt gucken, dass wir sie so aufhängen, dass sie schön Luft kriegen, dass sie sich nicht zu viel berühren. Aber wie man sieht, schöne Stücke. Ne? Und das ist dank meiner Metzgerfrau, die genau weiß, was ich haben will, ist das fantastisch. Ne? Das ist jetzt ohne Haut, vergleiche nochmal ohne Haut. Also, ich bin selbst mal gespannt, wie die neue Mischung schmecken wird. Aber ich habe auch wieder hier das Schwarzwälder ohne Haut diesmal wieder. In der Schweiz sagt man zu diesen Stücken eigentlich Nierstückli. Und ich glaube in Deutschland heißen die Dummerstücke oder sowas. Ich glaube Dummerstücke. Und 36 Kilo drin. So sehen sie jetzt aus. Schauen wir später mal. Ne? Fangen wir mal an zu feuern. Ne? Wollen wir schauen, wie der Rauch ist. Ich habe auch dieses Mal wieder eine Flasche dazwischen gesetzt. Ich habe nur diesmal die Löcher von oben gemacht. Weil beim letzten Mal war das ein bisschen ungünstig in der Mitte, je nachdem wie es gekippt ist, kam dann die Flüssigkeit in den Schlauch und das will ich nicht. Jetzt habe ich beide Löcher von oben gemacht. Also ich bin noch am Probieren. Wenn dann alles klappt, mache ich mir eine Vorrichtung, wo ich dann nur die Flaschen austauschen kann. Dann mache ich mir hier so ein Gestell, dann kommt die Flasche rein, der Schlauch ist dann oben angeschlossen, dann ist das einfach. Aber so lange muss ich noch ein bisschen experimentieren. Jetzt fangen wir mal an. Feuer. Feuer frei zum Räuchern. So. Jawohl. Jetzt machen wir den Strom drauf. Fängt an zu blasen. Da ist er schon an. Schauen wir mal. Und mal oben dann kontrollieren. So. Jawohl. Da kommt er. Den Schlauch rausnehmen. Schauen wir mal.
du soweit. Wie gesagt, ich habe hier Markierungen, dann weiß ich, wie weit die Lanze im nächsten Rohr sitzt. So, da fängt es auch schon an zu rauchen. Zusätzlich habe ich mir noch was anderes überlegt. Das ist ein ganz einfacher Ventilator für Luftmatratzen aufzublasen. Und wenn dann mal das Feuer nicht so toll ist, dann kann ich hiermit ruhig, man sieht, nachblasen. Ja, also, das reicht schon. Oh, da kommt er schon. So, jetzt muss der sich ein bisschen aufheizen. Und dann kommt der erste Rauch schon hier rein. Und seht's? Ja, Leute, so. Ihr werdet mich jetzt die nächsten 4 Tage begleiten hier mit meinem kleinen Lokomotive, haben wir dazu gesagt, meinem leichten Holz- und Grill, Gasgrill und gleichzeitig Räucherofen. Ne? So, schauen wir mal da hinten, da ist es alles. So, ich freue mich darauf, euch 4 Tage lang bei mir zu haben. Bis dann, ciao. So, 2. Tag des Räucherns. Werden wir mal schauen, wie es aussieht am Morgen. Machen wir mal Vorsicht auf. Seit circa einer halben Stunde raucht es wieder. Da kommt's. Ganz sanfter Rauch. Und so sieht es nach 24 Stunden aus. Hat sich noch nicht viel verändert, aber der Geschmack vom Rauch, der geht schon ins Fleisch. Der riecht auch schon ganz toll. Jetzt kommt es um die Farbe an. Und das braucht noch ein bisschen. Man sieht, der Rauch ist noch sehr kalt. Da hinten kommt er raus, da seht ihr. Wie gesagt, kalt räuchern. Ne? Und der Rauch, der liegt am Boden und zieht dann nach oben. Machen wir wieder zu. So, ich habe ja gesagt, heute am 2. Tag, am späten Nachmittag, werde ich das Rauchverfahren ändern, weil jetzt räuchern wir warm und man sieht, was da für ein Qualm rauskommt. Und jetzt zeige ich euch mal das Innere, weil jetzt kommt die Farbe. Vorher war der Geruch, waren jetzt knapp 36 Stunden Geruch. Und jetzt kommt der richtige Rauch, damit der Schinken auch Farbe kriegt. So sieht das dann aus. So, und jetzt muss er 12 Stunden lang mit dem hier zurechtkommen. Und wie ich das mache, zeige ich euch auch. Und zwar ist das hier drin versteckt. Und zwar ist hier eine Schnecke drin. Da ist jetzt im Moment Feuer. Ich brauche Temperatur. Und das glüht dann vor sich hin in 5 Stunden. So sieht das aus. Okay. Ja, guten Morgen. Es ist noch früh am Morgen. Heute ist es etwas kühler. Tag 3 vom Räuchern. Ich zeige euch jetzt erstmal draußen. Es ist ein wenig bewölkt und für unsere Verhältnisse sehr kalt. Morning! Also unsere Nachbarin da hinten. So sieht es im Moment bei uns aus. Und ich gehe zwar mit dem T-Shirt, aber es ist schon sehr kalt, muss ich sagen. Also, ja. Aber jetzt fangen wir an zu räuchern. Jetzt drehe ich erstmal die Kamera um, dann seht ihr, was ich schon vorbereitet habe. Ja, das habe ich jetzt vorbereitet. Das ist meine Räucherschnecke. Die sitzt auf dem Grill und da hinten, da ist das Loch, was ich jetzt aufmachen werde. Ja, Moment, ja. So. Da geht nachher der Rauch und die Wärme durch, weil ich räuchere heute doch noch mal warm. Ich habe mir das gestern Abend angeguckt, der hat ja jetzt geschlafen eine Nacht. Jetzt wecken wir ihn langsam auf. So, schauen wir mal rein, wie er sich jetzt fühlt. So. Der Geruch ist schon genial, aber so sieht er jetzt nach 2 Tagen und 2 Nächten aus, also 48 Stunden räuchern. Der erste Tag und die erste Nacht nur kalt geräuchert und jetzt warm. Ja, sieht schon ganz gut aus, ne? Gut, dann fangen wir mal an zu räuchern. Meine Räucherlokomotive raucht wieder, der Schlot. Und da ich ja jetzt im Moment innerhalb meines Hauses räuchere, kann ich den Kamin ja nicht auffahren. Normalerweise habe ich den Kamin. Der bewirkt eigentlich noch einen größeren Sog, aber kann ich ja nicht, weil ich hier ein Dach drüber habe. Normalerweise fahre ich ihn vor die Tür und lasse ihn da räuchern. Aber das Wetter ist so unbeständig, könnte regnen oder nicht regnen. So, jetzt gucken wir mal rein. Der Rauch ist gestartet. Mal gucken, wie er sich jetzt fühlt. Jetzt ist er ja wach geworden, unser Schinken. Jawohl, das sieht doch fantastisch aus. So, die nächsten 12 Stunden wieder. Steht er wieder im Rauch.
Aber das sieht ja schon fantastisch aus. Ne? Also, wir sehen uns dann morgen früh wieder, wenn er dann zum 4. Mal aufgeweckt wird. Ne? So, wieder verschließen. Ja, das Räuchern ist so eine Sache. Ne? Also die einen räuchern so, die anderen räuchern so. Jeder hat eine eigene Art oder eine eigene Technik zu räuchern. Ich habe halt diese Technik und der Erfolg meiner Gäste gibt mir recht. Der schmeckt gut. Scheinbar ist auch meine Holzmischung fantastisch. Und ja, das wird jetzt also jeden Monat, werde ich so um die 30 bis 40 Kilo räuchern müssen, weil die Leute so auf meinen Schinken stehen mittlerweile. Ne? Auch die Salamis. Ihr könnt euch daran erinnern, letztes Mal habe ich ja Salami gemacht, vor 2 Monaten. Sind jetzt 2 Monate im Trockenzustand. Die werden immer härter, immer trockener. Und wir hatten gestern welche probiert. Wir hatten so eine kleine private Party. Und ja, die kommen, sie sind lecker. Ne? Also, aber sie sind innen drin noch doch relativ weich. Das heißt, man muss die ja langsam trocknen, damit die innen drin nicht zu feucht sind, außen nicht zu trocken sind. Ne? Aber es klappt. Jetzt bin ich mal gespannt auf den neuen Schinken, weil ich hatte euch ja gesagt, ich habe was Neues ausprobiert, eine neue Mischung. Und deswegen auch jetzt zwischen kalt und warm. Das ist so eine Sache, die überlege ich mir jeden Morgen. Ich gucke mir erst den Schinken an und entscheide dann, ob ich nochmal kalt oder warm räuchere. Aber eins wird sein, morgen werde ich nochmal kalt räuchern, definitiv, um mehr Geschmack nochmal ranzukriegen von meiner Holzmischung. Ne? Jetzt mit dem Rauch kommt jetzt die Farbe dazu und im Innenraum sind es so um die 40 Grad, 45 Grad, manchmal steigt er um 50 Grad. Ich habe ja keine Elektronik, ich muss ja selber immer gucken gehen. Und wenn er zu warm ist, dann mache ich die Klappe auf oder die Räucherofenklappe, dann wird die Temperatur sofort geringer. Ja, aber wie gesagt, jeder räuchert anders. Ich räuchere so. Die anderen haben auch gute Ergebnisse. Aber eins ist, man muss sich selber herantasten. Räuchern ist eigentlich gar nicht so schwer. Man baut sich eine Kiste, man kann sogar aus einer Pappkiste kann man einen Räucherofen bauen, weil da sind ja keine großen Temperaturen drin. Ne? Und einen Raucherzeuger zu bauen aus einem kleinen Stahlrohr oder Vierkantrohr mit einer kleinen Pumpe vom Aquariumbereich einzutun, ist auch nicht sehr schwierig. Das Schwierige wird nachher, wie lange ich pro Kilo mein Fleisch einlege, wie lange ich mein Fleisch nach dem Spülen trocknen werde. Das hat mit der Farbe zu tun. Man sieht, wie die Farbe sich vom Fleisch verändert. Und das sind Erfahrungswerte, gefühlsmäßige Erfahrungswerte. Und vom Holz her, wie gesagt, seit einigen Jahren ja, bin ich an verschiedenen Holztypen dran, hier lokal. Weil ich sehe nicht ein, mir aus Europa Buche schicken zu lassen. Erstens ist er teuer. Zweitens ist es nicht lokal. Und man kann aber auch mit lokalen Sachen ganz tolle Ergebnisse machen. Ne? Das Hauptprodukt, was ich hier nehme zum Rauchen, ist Kokosnuss, und zwar die Schale von der Kokosnuss. Ne? Die gibt getrocknet, gibt es in viereckigen Stücken geschnitten oder halt zerfetzt. Ich bevorzuge einmal die zerfetzten und einmal die viereckigen, je nachdem wie ich räuchere. Beim Kalträuchern liegen mir die zerfetzten besser, weil diese Fäden, die glimmen nach. Bei den viereckigen Klötzchen, die ich habe, wird manchmal die Glut nicht weitergereicht. Ne? Und ich mische das Ganze. Jetzt bei der Mischung habe ich 2 Holzsorten gemischt. Einmal den Sametbaum, Späne davon, und einmal von einem, jetzt habe ich den Namen in Thailändisch vergessen. Das ist ein Braunstamm, nennt sich das. Das ist ein dunkles Holz. Aber der Geruch und der Geschmack von diesen Hölzern ist einmalig. Ne? Und ja, wollen wir mal schauen. Wenn ich das Ding anschneide in 3 Tagen, vielleicht ist er dann fertig. Mal gucken. Hängt ein bisschen von der Qualität jetzt ab. Die muss ich jeden Tag mehrfach prüfen. Das heißt, ich muss den anfassen. Ich muss fühlen, wie flexibel das Fleisch ist. Ich muss mir die Farbe begutachten. Jede Stunde muss ich gucken gehen, ob die Temperaturen dementsprechend sind, ob der Rauch genug da ist, ob zu viel, zu wenig Rauch da ist. Aber das sind halt Erfahrungswerte. Man kann alles Mögliche erzählen, aber jeder hat ein anderes Gefühl. Wie zum Beispiel
Ich koche eine Hühnersuppe, du kochst eine Hühnersuppe. Der Geschmack ist aber bestimmt unterschiedlich. Alles schmeckt nach Hühnersuppe, aber da gibt es ja Nuancen, die meine Oma, die hat immer gesagt, ja, eine Handvoll da und dann schmeckt das. Ich habe halt eine größere Hand, also schmeckt das schon mal anders. So ist das beim Räuchern auch. Oder beim Einlegen, da fängt das ja schon an. Naja, aber es macht Spaß, vor allen Dingen, wenn man ein Produkt bekommt nachher, das schmeckt und der Genuss. Beim letzten Mal der Film habe ich kann das ja noch mal einblenden, als ich das erste Mal den Schinken dann auf meinem Brot gegessen habe mit Mayonnaise. Das ist einfach Heimat. Also, bis zum nächsten. Ja, hier noch mal zu meinem Rauchgut. Also das sind die Späne hier, die verschiedenen Sorten. Die bekomme ich von einem Bekannten von mir, der drechselt und da kriege ich natürlich tolle Späne. Hier, ne? Und das siebe ich dann ab. Dann habe ich hier solche Pümmelchen. So, und dann habe ich hier, wie ich gesagt habe, diese kleinen Klötzchen von der Kokosnussschale. Ne? Und dann halt auch diese Fäden. Mal gucken. Hier ist zum Beispiel diese Fäden. Entschuldigung, aber das ist immer so. Das ist auch Kokosnuss, aber das ist dieses Zerfetzte. Und das ist halt gut. Diese Fäden, die geben die Glut immer weiter. Wenn du nur solche Klötzchen hast, solche hier, dann wird die Glut schon mal nicht weitergereicht. Und dann mische ich dann hier mit. Das ist mengenmäßig, kann ich das schlecht sagen, in Gramm oder so, das ist gefühlte. Ne? Also diese Bild mache ich voll mit Kokosnuss, gemischt schon mal. Und dann mal 3, 4 solche Büschel da drauf, vermischt das gut. Und ganz unten entsteht dann dieser Spensatz, so den hier, praktisch so wie Staub, so wie das hier. So, das streue ich dann nachher oben noch drüber. Ja, und das reicht dann. Ne? Das ist mein Rauchgut. Ne? So, Tag 4 unseres Räucherprogramms. Jetzt zeige ich euch mal, wie es sieht am Morgen, der 4. Tag morgens, wie der Schinken jetzt schon aussieht. So, jetzt ist er schon seit einer Stunde wieder am Qualmen. Heute letzter Tag, denke ich mal. Dahinter. So, dann seht ihr mal. Guckt euch diese Farbe an. Fantastisch. Der Geruch, so. Jetzt habe ich bewusst die Schwachten nach vorne gehangen, wo die Wärme kommt. So. Sieht gut aus. Lassen wir weiter rauchen. Also. So, liebe Freunde, wie versprochen, heute, 4. Tag, abends. Der Schinken ist jetzt soweit fertig. Und jetzt darf er noch eine Nacht schlafen und dann muss er in den Kühlschrank. Dann hat er ganz kalt. Zeige ich euch jetzt mal. So. Da hängt er. Ich bin mal gespannt, was von 37 Kilo übrig geblieben ist nach den ganzen Räuchern und so. Also nach 3 Wochen ist er ja jetzt fertig. Und farblich sieht der, also vom Geruch her, ja, vom Geruch her kann ich jetzt leider nichts sagen. Aber da hätte ich jemanden, den könnte ich fragen, wie das so riecht. Komm mal gerade her und stell dich mal gerade vor. Wer ist das? Hast du ein Messer, um anzuschauen? Das ist ja der Florenz, ne? Der konnte es nicht abwarten. Das riecht so lecker. Ja. Also, und sieht super aus. Wahnsinn, ne? Und der Florenz hat das Glück, weil der fährt ja am Dienstag Richtung Isan, dass er vorher noch den ersten Anschnitt mitkriegt und kann ihn mit nach Hause nehmen. Richtig? Okay. Also, tschüss. Tschüss. Jetzt habe ich einen Freund hier sitzen, der nicht locker lässt. Was ich aus dem Ofen raushole, muss auch direkt verköstigt werden. Also Ja, das hätte man ja mal gucken. Das ist jetzt, also eigentlich muss er eine Nacht im Kühlschrank sein, aber ich möchte es jetzt auch wissen, weil das ist eine neue Art. Und jetzt schneide mir den mal an und schaut mal, wie das Messer durch das Fleisch geht und durch die Haut hier. Ne? Das ist ja wie Leder jetzt die Haut, aber am Schnitt. Boah, da kommt ein Geruch raus. Alter, kommt da ein Geruch raus. Guck dir das sieht mal ja an. Super an. Und guck dir mal an, wie weich der ist, wie soft der ist. Ja. Alter, das ist ja, der innere Teil ist Lachsschinken und dann kommt das andere noch dazu. Also der kann ja nur schmecken. Ich möchte verköstigen. Du möchtest verköstigen, dann schneide ich dir mal ein Stückchen ab. Oh, pass auf, machen wir. Aber ich mache die Schwarte dann ab, weil die Schwarte ist also zum Essen nicht gut. Die ist ja nur, Fett. damit der Schinken nicht trocken wird. So. Aber den Speck, den kann man nachher für was anderes noch gebrauchen. So ist das nicht. So, dann schneiden wir mal eine gute Scheibe ab. Mäuse mitfangen. Da kannst du Mäuse mitfangen, da kannst du auch was anderes mitfangen. So,
Ja. Jetzt schau dir das an. Wow. Jetzt machen wir einen ganz dünnen Streifen raus. Weil der ist ganz frisch, der ist noch warm. Der ist noch warm. Und jetzt, Du darfst zuerst. ich weiß ja, was nachher draus wird, aber der Geschmack ist geil. Es ist ein ganz neuer Schinken, ich habe nur noch keinen Namen dafür.